Ich hatte es in den beiden Shorts zur Snackbar Turbo Disc und zu Mitarbeiter 427 bereits angekündigt, dass ich dir der Vollständigkeit halber die gesamte Höhle zeigen werde, wo du diese beiden Sachen bzw. Leichen finden kannst. Daher nehme ich dich jetzt mit auf die Erkundung der gesamten Höhle. Wir starten in der Nähe der Ominent Onboard-Anlage, dem Ort, wo unser Abenteuer in Grounded 2 begonnen hat. Du brauchst eine Fackel, einen Hammer der Stufe 1, eine Schaufel gleicher Stufe, also kein wirklich hochwertiges Werkzeug. Zudem brauchst du deinen Ameisenbuggy, da es ein Wurzeltor zu zerbeißen gibt. Da du den Ameisenbuggy erst besitzen kannst, nachdem du dir aus dieser Höhle die Snackbar Turbo Disc geholt hast, ist das nun der zweite Besuch in dieser Höhle. Ich habe mich heute mal links orientiert und schon stehen wir vor dem bereits angekündigten Wurzeltor. Jetzt kann dein Ameisenbuggy zeigen, was er drauf hat. Einmal seine Mandibeln aufgeladen und schon ist das Tor Geschichte. Get enough of these and they just hand you a PhD. Im Inneren findest du 100 Wissenschaftspunkte, einen spröden Marmor und einen spröden Quarzit. Wir kommen wieder zur ersten Kreuzung, wo es rechts hoch zum Ausgang geht. Ich laufe diese Höhle nun komplett ab, indem ich mich immer links halte. Der Weg führt uns etwas tiefer und wir finden 2 rote Ameiseneier, die man sehr gut für den Bau von Bomben benutzen kann. Aber halte sie nicht zu lange in deinem Rucksack, irgendwann sind sie ausgebrütet und es springt dir plötzlich eine fette Ameise aus deinem Rucksack. Und die ist in der Regel nicht besonders gut auf dich zu sprechen. Daher Eier schnappen und schnell zur nächsten Werkbank und Bomben basteln. Bomben brauchst du unter anderem, wenn du dir die Kneifzange schnappen möchtest. Das Video verlinke ich dir unter dem i und in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung findest du auch die Links zu meinen anderen Social-Media-Kanälen oder wenn du mich mal auf einen virtuellen Kaffee einladen möchtest. Hier liegt noch ein Milchmolar herum, der dich mit einer extra Portion Calcium versorgt. Kurz die harte Schale weghämmern und den weichen Kern genießen. Wir haben den tiefer liegenden Teil der Höhle erkundet und laufen nun wieder nach oben. Geradeaus der Weg führt uns wieder an die Oberfläche, weshalb ich mich links halte. Wenn du das Video zur Disc oder Myrmekologenmarke oder zu Mitarbeiter 427 gesehen hast, dann kommt dir dieser Teil ziemlich bekannt vor. Kurz die Kiesel weghämmern und versuchen sie einzusammeln. Aber mein Buggy ist wieder kuschelbedürftig und stellt sich in den Weg. Wie kommst du eigentlich so mit deinem Buggy klar? Lass mal in den Kommentaren darüber reden, ob du dein Buggy auch ab und zu etwas aufdringlich findest. I was born to have followers. Da geht es mir ganz wie Willow. Daher lass gerne ein Abo da und noch gernerer einen Daumen rauf, wenn dir dieses Video gefällt. Wir betreten jetzt die große Höhle und treffen auf eine Kriegerameise. Die sollte aber kein Problem für dich sein. Hier liegen wieder ein paar Ameiseneier herum und irgendwo hier liegt auch etwas Lehm, den du abbauen kannst. Die Kiste, die so halb aus dem Erdreich herausguckt, muss nur noch etwas ausgegraben werden. Dann kannst du dir die Snackbar Turbo Disc schnappen, mit der du den Brutplatz und damit deine Buggys freischaltest. Zudem findest du noch die Marke der Myrmekologen, die deine Angriffe gegen Ameisen verstärkt, deine Schadensresistenz aber senkt. Daher ist die Marke recht gut, wenn du gegen Ameisen kämpfst, aber im Kampf gegen andere Insekten eher schlecht. Daher ist diese Marke nur sinnvoll zu tragen, wenn du gezielt gegen Ameisen kämpfen musst. Was riecht denn hier so fürchterlich nach gammeligem Fleisch? Anything interesting out here? Neben der Kiste liegt Mitarbeiter 427. Auch diese Person scheint schon etwas länger tot zu sein. In den Taschen findest du eine Akte zur neuen Verbesserung der Omni-Werkzeugschaufel und eine Kassette zur unterirdischen Ausflucht. Hören wir uns die Kassette doch einfach mal zusammen an. Listen, I am dead tired. I'm dead tired of credit being taken for my work. All these backstabbers in the taming program. It's like they don't even care if we succeed in riding insects. They're hiding the eggs so they can steal my hatchery design. Oh, I know it. Well, I can hide my work too. Nobody would think to look here. Irgendwie scheint mir Ominent so ein Großkonzern zu sein, wo du nur mit Lügen und Intrigen nach oben kommst. Diese Frau hat auch schon schwere Paranoia. Glaubst du, dass es sich hierbei um ihre Leiche handelt? Wenn du die Akte in Ruhe lesen willst, dann mach das Video kurz auf Pause. Nun, das war im Grunde die gesamte Höhle. Die Erkundung ist sicherlich kein Problem für dich und mit hoher Wahrscheinlichkeit warst du hier auch schon, bevor du auf dieses Video gestoßen bist. Anything interesting out here? Wir können die Kommentarfunktion von YouTube auch gerne nutzen, um über andere Dinge zu quatschen. Wie gefällt dir Grounded 2? Hast du irgendwelche Fragen zum Spiel? Gibt es etwas, wovon ich noch ein Video machen soll? Ich antworte dir garantiert auf deine Kommentare.
Und wenn dich noch andere Tipps und Tricks rund um Grounded oder Grounded 2 interessieren, Bye, Bug. Hit you up later. dann wirst du auf meinem Kanal sehr viele Videos finden, wo ich alles kurz, aber ausführlich erkläre. Jetzt laufe ich mit Willow wieder raus aus der Höhle. Den Ausgang kann man eigentlich nicht verfehlen. Diese Höhle ist wirklich sehr einfach gebaut und bietet kaum Raum, um sich zu verlaufen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir jetzt noch viel Spaß bei Grounded 2.